Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einen Raum betritt und sofort wisst, große Fehler? Genau das waren die Denver Nuggets in Spiel 3. Ich schwöre, schwätzen nur Halbzeit sahen sie aus, als würden die Denver Nuggets nach einer Notausgänge suchen. Das war kein Spiel, das war eine öffentliche Unbefall. Die Clippers haben die Denver Nuggets einfach nur geschlagen. Sie haben ihnen das Selbstvertrauen geklaut, das Passenbrot weggenommen und die danach noch dazu gebracht, sich zu bedanken. Endstand 177-83. Eine regelrechte Abschiedsparty. Als wären die Denver Nuggets aus Versehen auf die Baustelle geraten und die Clippers hätten ihnen noch schnell einen Bauhelm in die Hand gedrückt. Heute reden wir darüber, wie genau das passiert könnte. Und glaub mir, da gibt's einiges zum Lachen und ein bisschen zu weinen. Was ist das erste große Thema? Defense. Die Clippers lieferten eine absolut defensive Klinik ab. Sie entsticken die Denver Nuggets förmlich und halten sie bei gerade mal 83 Punkten, dem zweitschlechtesten Ergebnis der gesamten Saison. Der Plan war klar: Nikola Jokic stören, ohne sich durch ständiges Doppeln und sehr zu öffnen. Sie aggregierte mit schnellen Switches, Seitenblitz, schnelle Hilfe und rotieren mit einer unglaublichen Intensität. Und ja, Jokic legte weiter ein Triple-Double auf, 23 Punkte, 13 Rebound, 13 Assists. Aber es war ein stilles, kraftloses Triple-Double. Der Schützen lag darin, dass seine Mitspieler völlig untergingen. Jamal Murray wirkte sorglich und musste ständig schwierige Würfe nehmen. Aber Michael Porter Jr., was kann ich sagen, öffentlich von seiner Wadenverletzung gehandicapt, war völlig wirkungslos und kam nur auf 7 Punkte. Aaron Gordon und die Rollspieler tauchen komplett ab. Die Clippers waren Denver Nuggets zu einer Treppenquote von nur 39 auf dem Feind und 24 von den Dreierlinie. Diese Kombination aus physischer Kommunikation und unermüdlichem Druck setzte die Denver Nuggets schwer zu. Aber nicht nur die Defense überzeugte. Auf Offensive waren die Clippers beeindruckend. Wir setzen nicht auf ein einzelnes Superstar-Feuerwerk, sondern sagen ans Team. Kawhi Leonard 21 Punkte, 11 Rebound, 6 Assists effizient und 1 Cuts wie immer. James Harden 20 Punkte, waren seine Aktionen clever und gute Mischung und Drives und Drehen. Norman Powell 20 Punkte von der Bank, für Energie und genau das, wie die Clippers brauchen. Ivica Zubac 19 Punkte, 10 Rebound, dominiert rund um den Korb. 4 Spieler mit jeweils 19 Punkte. Genau so knackt man die starke Defense wie die Denver Nuggets. Es Entscheidende war nicht so die Statistik, sondern die Art, wie sie spielen. Praxisches Ballmovement, geduldige Angriffe, keine überhasteten Abschlüsse, sie attackieren Mismatch, ohne berechenbar zu werden. Am Ende schossen die Clippers fast 55 auf den Feind und 45 von der Dreierlinie. Absolut Spitzenwerte. Und die Denver Nuggets hat sich keine Antworten. Auf der anderen Seite erlebten die Denver Nuggets eine komplette Offenbarungszeit. Abgesehen von Jokic schien niemand wirklich zu Spiel zu sein. Jamal Murray traf nur 3 von 12 Würfen und wirkte phasenweise wirklich abgewiesen. Michael Porter Jr. konnte sich kaum richtig bewegen. Seine Verletzung machte ihm deutlich zu schaffen. Russell Westbrook, sonst auf einer Endgegenschub von der Bank, bleibt wirkungslos. Die Clippers schieden Denver Nuggets typische Ballbewegung eskaliert ab.
Normalerweise teilen die Denver Nuggets etwa 29 Assists pro Spiel, eine Top-Werte der Liga. In Spiel 3 nur 19 Assists, bedeutet mehr Aktionen, mehr erzwungene Rifte und herzliche Angriffe. Aus Mental brauchen die Denver Nuggets für ein. Der körperschwache Knipper bereits den zweiten Viertel. Frust und Resignation macht sich bereit. Der Trainer sorgt scheißlich mit des vierten Viertels die Starter von Fang. Das war faktisch die weiße Fahne. Das war ein Offensivdesaster. Und wenn die Denver Nuggets kein Antworten finden, könnten sie die Series verlieren. Dann sahen wir immer noch kurze Highlights, aber auch viele inkonstant. Spiel 3 aber war die bislang komplette Leistung. Unbarmherzige Defense, Fleischende, selbstloser Angriff, emotionale Kontrolle. Kawhi Leonard war ruhig, Kürze und Sätze im Ton. James Harden, auf schwache Playoff-Auftritte kritisiert, Spieler dieses kontrolliert, auf Sieg fokussiert. Und die Rollenspieler Powell, Zubac werden wohl fokussiert und erfüllen ihre Rollen perfekt. Man kann es spüren, diese Mannschaft glaubt an ihr Potential, du hast genau richtigen Zeit. In einer gnadenlosen Pressekonferenz entscheidet oft das Timing über alles. Wenn das die neue Norm der Clipper ist, sind sie echte Titelwerte. Von Spiel 4 liegt ein ganzer Druck jetzt auf die Denver Nuggets. Die abgerennten Champions stellen erstmal richtig unter Druck. Können sie die Auffälle, besonders Michael Porter Jr., kompensieren, findet Jamal Murray seine Scoringform zurück, wird dieser Trainier taktische Anpassungen finden, vielleicht mehr schnelle Aktionen oder eine Nutzung von Jokic. Für diese Clipper die Botschaft klar, jetzt bloß nicht locker lassen. Die Playoff-Basketball entscheidet die Momentum. Und zweiter Sieger in Folge konnten Denver Nuggets ein Loch stoßen, auf dem sie nicht mehr herauskommen. Worauf man achten sollte, werden die Denver Nuggets versuchen, ein Tempo erhöhen, um die starke Half-Defense der Clippers zu umgeben. Werden die Clippers weiter Mismatches gegen Denver Bankspieler gnadenlos anzunutzen, konnten Kawhi und Harden ihr Niveau halten und wenn die Minuten steigen. Spiel 4 wird für die Denver Nuggets absolut ein Must-Win. Zusammengefasst, die Clipper dominiert Spiel 3 mit Elite Defense, ausgewogenen und Teamplay und einer klaren Mission. Die Denver Nuggets hingegen wirken orientiert lunglos und müssen schnell Antworten finden, sonst werden die Titelverteidigungen enden. Bevor sie richtig begonnen hat, diese Series hat jetzt richtig Feuer. Die Clippers sehen ähnlich aus einem Team und seine restlichen Möglichkeiten ausschöpft. Die Denver Nuggets müssen jetzt Charakter zeigen und zwar dringend. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sind gespannt auf Spiel 4. Mal sehen, ob Denver zurückschlagen kann oder die Clippers die totale Kontrolle unternehmen.